Großer Räumungsverkauf bei wohnmobilesaarland.de. Nee, Spaß beiseite. Einige Fahrzeuge müssen weg. Hier haben wir ein ganz tolles Fahrzeug, nämlich ein Bella Edition P69. Wer sich auskennt, ein Fahrzeug aus 2018, im Juli zugelassen worden, 130 PS. Basis ist, ich gucke mal gerade, Citroën. Und ja, es hat alles dabei, was das Herz wünscht. Hat sogar Fernsehen mit dabei, eine Markise, ein Radträger ist mit dabei. Hier ist Jürgen Jung. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo Sven, guten Tag. Ja, der ist ja jetzt unglaublich alt. Der ist alt, ja. Hat 25.900 Kilometer gelaufen. Ja, also Fahrzeuge sind alle neuwertig. Und wenn man sieht, dass die erste Inspektion erst bei 50.000 ist, kann man das abschätzen, dass sie praktisch neuwertig sind. Ja, ich zeige das mal gerade hier am Reifen, sieht man es nämlich insbesondere. Man sieht es aber auch an vielen anderen Dingen, da ist noch volles Profil drauf. Die stehen jetzt im Winterlager, sind eingemottet. Die Fahrzeuge sind, wenn sie übergeben werden, sehen die aus wie neu. Die werden komplett von euch aufbereitet. Genau, werden einmal komplett aufbereitet. Die stehen jetzt hier auf unserem neuen Ausstellungsgelände in der Linienthalstraße in Saarlouis. Und es sind auch leider nur noch die letzten 4. Alle anderen Gebrauchten haben wir schon verkauft. Die stehen zwar noch hier, aber die warten jetzt drauf, dass sie fertig gemacht werden. Aber die Fahrzeuge sind innen und außen immer neuwertig. So, dann gehen wir mal kurz noch rum, dass wir mal zeigen. Ein gebrauchter Preis war nochmal? 42.900. 42,9 Genau. Inklusive Mehrwertsteuer, die ist ausweisbar bei dem Fahrzeug. Genau, das heißt, wenn ich eine Firma habe, kann ich die Steuer noch absetzen. Wichtig, oder? Ja, klar, wichtig. Logisch. So, hier sieht man, wie der Fahrträger festgemacht wurde. Der wurde von innen nochmal mit einem Blech gegengekontert von Fiamma. Der ist nämlich hier direkt drauf. Hier kann ich 2 Fahrräder bequem draufstellen. Gibt es da eine Begrenzung fürs Gewicht, Jürgen? Also es gibt eine Begrenzung von 68 Kilo. Das heißt, man kann also mehrere Fahrräder problemlos draufstellen. Der ist auch noch erweiterbar auf den 3. und 4. Träger, also Schiene zum Rausfahren. So, jetzt gucke ich mal gerade hinten drauf. Also alles, was Sie hier sehen, was eventuell noch ein bisschen, ich sag mal, aus dem Winter Umweltdreck und so weiter da ist, das wird alles komplett entfernt. Sie werden also komplett gewienert wie neu, richtig? Genau, die Fahrzeuge sind komplett neu, sind auch sauber, sind glänzend und der ganze Umweltschmutz, den man jetzt sieht, der ganz normal ist, der ist weg. So, die Seite ist auch fast gar nicht davon betroffen. Die Fahrzeuge haben eine ganz hohe Qualität. Du zeigst immer mal gerne, das ist jetzt nicht Blech, wie man das kennt vom Wohnwagen, oder? Nein, das ist GFK und ich kann hier richtig dagegen schlagen, ohne dass das irgendwas anhabt. Also die sind sehr massiv gebaut und trotzdem leicht. Ja, die Fenster sind fast bündig. Genau, es sind Flächenfenster und dadurch halt viel geringere Luftgeräusche und Fahrtgeräusche. Ich zeige das mal gerade hier auf der anderen Seite, das ist kein Flächenfenster, dass man einen Unterschied sieht. Genau, das sind aufgesetzte Fenster. Da sind natürlich die Windgeräusche deutlich größer. So, das ist es. Ja, das Fahrzeug ist geeignet für wie viele Personen? Das Fahrzeug ist geeignet für 2 Personen. Es ist ein 2-Personen-Fahrzeug, hat 2 Einzelbetten, die man auch zum Doppelbett machen kann. Ja, geh mal vor, bitte. Machen wir mal auf. Ja, es hat einen sehr niedrigen Einstieg, das Fahrzeug. Ich kann ein kleines Hockerchen dabei machen, aber für den kurzen Stopp, da brauche ich den Hocker nicht. Vielleicht fangen wir vorne an, Fliegengitter mit drin? Fliegengitter ist natürlich immer mit drin bei den Fahrzeugen. Das ist mit drin, sehr leichtgängig. Hier vorne habe ich einen sehr, sehr schönen Einstieg. Und hier sieht man auch gleich die Lederausstattung. Das ist ein sehr pflegeleichtes Kunstleder. Man sollte auch gar kein Echtleder verwenden, denn wenn hier mal ein Kaffee runterfällt, das macht gar nichts. Macht gar nichts. Kann man abwaschen mit Spüli, mit Orangenreiniger, verfärben nicht. Auch wenn sie so hell sind, man kann mit Jeanshosen drauf sitzen. Das ist eben Kunstleder, ist nichts anderes wie ein Mikrofaser. Ja, Sattanlage. Ich kann auch, wenn ich möchte, und ich habe Internet, hier an diesen Fernseher einen kleinen Stick anschließen. Dann könnte ich zum Beispiel Amazon Prime gucken, Netflix. Genau, das kann man alles. Das sind schon fast, wie nennt sich das, Smart TVs. Also die haben auch zum Teil ein CD-Laufwerk drin, wo man eben CDs reinschieben kann. Vollautomatische Sattanlage natürlich auch mit drauf. Ja, ganz, ganz wichtig, wenn ich mal unterwegs bin, habe Heimatgefühle, stehe jetzt wirklich, du fährst öfter mal nach Portugal, muss man sagen, da sind viele, die da Urlaub machen, oder? Also jetzt im Winter bin ich ja immer in Portugal, da ist halt, man spricht Deutsch da unten, die Wettertemperaturen sind halt wirklich schön, immer 20 Grad und mehr. Dieses Jahr sogar, man konnte ins Meer gehen, traumhafte Temperaturen und da stehen ganz, ganz viele, die da im Winter sind bei dem guten Wetter. Fahrzeug ist sehr, sehr kompakt, muss man sagen. Ja, also er ist nicht sehr lang. 7 Meter lang, 2 Einzelbetten, die man auch zum Doppelbett machen kann. Ja, wir haben oben dann die Schränkchen über dem Bett oben drüber. Gucken wir uns gerade mal an. Hier vorne hat man sogar noch Ablageflächen. Genau, wir haben da Ablagefächer in den Stufen drin, wo man noch Schuhe oder irgendwelche Sachen halt reinstellen kann. Das ist da vorne übrigens das Rote, das ist genau, das die sind die Absperrhähne für die Gasleitung. Dann habe ich bei dem halt hier noch die Schubladen an der Seite, wo ich halt Strümpfe oder Unterwäsche oder was reintun kann.
Auf beiden Seiten? Nein, auf der anderen Seite habe ich dann den Kleiderschrank wieder, der auch von oben zu öffnen ist, so dass ich eben von oben da auch reinhängen kann. Mit einer Stange. Mit einer Stange, ganz genau. So, hier oben habe ich auch richtig viel Platz für Töpfe und Co. Da kann ich Töpfe hinstellen. Viele, habe ich auch jetzt schon gesehen, haben hier die Kaffeemaschine oben drauf stehen während der Fahrt. Passiert auch nichts, wenn man so ein Anti-Rutsch-Teil unten drunter macht. Dann habe ich hier den großen Kühlschrank mit Gefrierfach. Der schaltet auch vollautomatisch? Vollautomatisch, schaltet an und aus. Also der Genau, wenn du das mal kurz mal erklärst, das heißt, ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, den zu betreiben, mit Gas, Strom. Genau, mit Gas, mit Strom, 230 Volt und Strom 12 Volt. Und der schaltet immer automatisch auf die Spannung, die er findet, in dem Moment, wenn er angeschaltet ist. Ja, die Fahrzeuge, da hat er 20.000 Kilometer, das heißt, der war ein bisschen in der Vermietung. Genau. Da sind alle Kinderkrankheiten, wenn der was gehabt hätte, die sind weg. Also Kinderkrankheiten bei den Fahrzeugen gibt es gar nicht mehr. Die sind komplett weg. Wir bearbeiten die permanent und wir haben die ja deswegen in der Vermietung, weil sie uns wenig Probleme machen und deswegen halt auch die Fahrzeuge so sicher sind und so pflegeleicht sind und keinerlei Probleme machen. Ja, ich habe hinten ein Hier spezielles. haben Ja, wir bitte? CP Plus, Bediensystem von Truma, Heizung und Warmwasser, alles über eine Anlage drüber. iNet-fähig. Wir haben hier die großen Schubladen unterteilt, dann nochmal unter der Küche drunter. Wir haben ein 3-Kochfeld drin. Dreifach-Kochfeld. Dreifach-Kochfeld, genau. Plus auf der rechten Seite eine große Edelstahlspüle. Edelstahlspüle, genau. Super, wenn du mal so nett bist, mal kurz nach hinten gehst. Ich zeig mal gerade was. Man hat insgesamt vier Sitzplätze. Also es ist für 2 Personen geeignet. Ich könnte aber zum Beispiel 2 Kids noch mitnehmen, die zum Beispiel hier in der Mitte liegen. Genau, also man kann hier 2 kleine Kinder noch mitnehmen, die man hier in die Mitte mit reinlegt. Wenn man dieses Bett bis hier vorne hinzubaut, kann man auch. Ist ja groß genug. Man hat eben 2 Meter auf 1,95 Meter, 1,98 Meter. Das kann ich komplett zur Liegewiese umbauen. Genau. Das heißt, wenn ich das möchte, kann ich das so machen, dann brauche ich aber die kleine Leiter. Ne? Genau, dann brauchen wir die kleinen Leiter, dann kommt dieses Teil hier mit rein und das, was hinter mir liegt, und dann da ist die Leiter und dann kann ich das im Prinzip benutzen. Ich habe auch hier einen kleinen Vorhang, dass ich das zuziehen kann. Bisschen Privacy. Genau. So, Nasszelle, ganz wichtig. Nasszelle ist wieder so wie bei den anderen Fahrzeugen. Ich habe eine Dusche, da liegt jetzt eine Platte drin, damit man eben da nicht reintritt in die Dusche. Ansonsten sieht man hier die Glasabtrennung, die kann ich vormachen und bin dahinter eben in der Duschanlage. Da sieht man die Dusche auch oben. Da habe ich ein schönes rundes Waschbecken, im Prinzip wie zu Hause. Nichts anderes. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, unten die Ablage ist dafür da, weil du trittst dann praktisch mit einem Bein. Ich stehe jetzt rein und ich stehe ja praktisch jetzt hier so und wasche mir die Hände oder wasche mir ins Gesicht. Ich habe den Spiegel hier. Hier habe ich Ablagen, wo ich Handtücher reinlegen kann. Hier oben habe ich einen großen Schrank. Und wenn ich jetzt dusche, dann hole ich das vorher raus und mache diese Glastür eben in der Form dieser weißen Duschwanne komplett zu. Es riecht ziemlich cool hier drin. Es riecht wie in der finnischen Sauna so ein bisschen. Ja. Also es riecht angenehm. Also wichtig ist auch, die Fahrzeuge riechen nicht. Also ich habe ganz oft, dass man dann Leute sagen, ja, die Gebrauchtfahrzeuge, die riechen dann nach dem Vorgänger. Das kann man gar nicht sagen, oder? Nee. Also wir versuchen auch jetzt im Winter die Fahrzeuge möglichst zu beheizen, mit 5 Grad auf Frostschutz laufen zu lassen, damit auch die Temperatur innen drin gleichbleibend ist, damit sich gar keine Kondenswasser bildet, damit gar nicht erst die Materialschwankungen kommen, große Temperaturunterschiede, sodass das immer alles pflegeleicht auch bleibt. Ja, vorne kann ich komplett zumachen, wenn ich das möchte, für die Nacht. Ich habe Drehsitze mit drin. Das heißt, ich kann also hier bei dem Leder sehr, sehr positiv mich beteiligen am Essen und so weiter und so fort. Hier vorne sieht man auch, ja, also ein Navigationssystem mit drin, 2 Zoll mit Radio, Rückfahrkammer und Freisprecheinrichtung. Fahrzeug hat eine Markise, Fahrzeug hat einen Radträger, Lederausstattung. Also ist im Prinzip so schon mal komplett ausgestattet und man hat bei diesen Fahrzeugen immer eine Zuladung von 500 Kilo. So ist es. Ja, Preis? Preis bei dem Fahrzeug hier ist 42.900. Okay, was habe ich ungefähr gespart gegenüber dem UVP damals? 17.000, 18.000 Euro. Okay, ungefähr. Und Sie sind getestet. Ist noch eine Restgarantie jetzt bei dem Fahrzeug drauf? Bei dem Fahrzeug hier ist noch eine kleine Restgarantie drauf. Allerdings gibt es bei uns hier immer noch unabhängig davon 1 Jahr Gewährleistung und man kann auch noch zusätzlich eine Gebrauchtwarengarantie abschließen, wenn man das möchte. Das eine Jahr ist per Gesetz verpflichtend. Das heißt, ihr haftet für alles, was bei der Übergabe, wenn einer natürlich jetzt hinten in den Baus reinfährt, da haftet ihr nicht. Nee, dafür natürlich nicht, aber alles das, was in irgendeiner Weise
würden wir haften. Das ist das Bedienpanel. Wir machen mal gerade die Tür zu, weil es auch Das hagelt nämlich ein bisschen. Wetter am Hageln ist. Da sieht man nämlich auch eine Besonderheit. Erstens mal hast du gehört, wenn ich die Tür schließe, hört sich nicht an wie eine Mach nochmal auf und zu. sondern das hört sich sehr satt an. Erstens mal, du hast einen schönen Griff zum Zuziehen, du hast einen integrierter Mülleimer. Ganz wichtig, was bei den meisten hochwertigen Wohnmobilen sogar fehlt, ist das Fenster in der Tür. Warum ist es wichtig? Du sitzt am Tisch und willst da rausschauen, du hast das Fenster nicht, dann hast du natürlich immer ein Problem, dass du auf der Seite gar nichts siehst. So, und so hast du halt auch hier die Möglichkeit, das zu machen. Hier oben ist das Bedienpanel, das kann man eben anschalten. Da kann ich jetzt Wasserstand abfragen, Batteriestand abfragen, Außentemperatur abfragen. Hier kann ich Innenbeleuchtung anschalten, Außenbeleuchtung anschalten, AUX. Und die Pumpe, was wir jetzt nicht machen. Ja? Was starkes hier das Raumgefühl über dem Fahrzeug vielleicht abschließen. Du bist 1,80 Meter groß, Ja. Da ist noch ein halber Meter Platz über dir. Genau, also gerade für Leute, die groß sind, die haben hier überhaupt kein Problem, weil sie super stehen können. Und das Fahrzeug halt sehr viel Platz und sehr viel Komfort bietet, gerade für 2 Personen. Also das ist fantastisch. Auch das Fenster oben drüber, dieses Hutzenfenster. Ja, das schafft ist da unglaublich noch, viel Licht. Genau, schafft noch für viel Licht. Das kann man auch zuziehen und kann verdunkeln. Also auch das ist schon im Preis inkludiert. Ja, sehr schön. Also das ganze Auto für knapp über 40.000 Euro Ja. gibt es genau einmal noch, nämlich Genau, das hier. Genau. Wir haben noch im Moment 4 Stück aus der Modellreihe 19 und war jetzt das letzte auch in der Reihe. Wobei das hier Baujahr 18 ist, muss ich Genau. aber sagen. Also das ist, die sind noch übrig geblieben. Ja, wenn Sie eins haben möchten, also dann schnell auf. Wie funktioniert das, wenn ich weiter weg bin und habe jetzt Interesse hier an dem Auto? Da ist relativ easy anrufen. Einfach anrufen ist ganz einfach. Anrufen, einen Termin vereinbaren und dann vorbeikommen. Oder wenn man das nicht möchte, die meisten Leute, die mit uns in Verbindung stehen, kaufen die Autos ohnehin von den Bildern her, beziehungsweise über Mail. Die verlassen sich auf meine Aussagen, dass die Fahrzeuge so sind, wie sie auch sind. Also im neuwertigen Zustand innen und außen, sage ich dann, da hat er schon mal eine Beule, hat er hier aber jetzt nicht. Der ist makellos außenrum. Und dann kommen die und übernehmen die Fahrzeuge 1,5, 2 Stunden Übergabe und dann kann man nach Hause fahren. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch nochmal sagen, jetzt auch nochmal auf der Messe in Stuttgart, auf der CTM gesehen, ich möchte mich nochmal bedanken für all die Leute, die mich ansprechen auf den Messen oder hier bei uns oder die mich sonst irgendwo sehen und uns loben, uns beide loben, auch dich, Sven. Danke. Weil wir die Filme so toll machen und das so versuchen rüberzubringen, sehr neutral und sehr objektiv und haben sich schon gewünscht, dass wir jetzt für 2020 nochmal neue Filme drehen, weil... Aber nämlich, du hast nämlich gerade eben gesagt, das Display hätte 2 Zoll. Und es gibt so kleine Unfeinheiten, das ist nicht böse gemeint, das ist nicht besser wissen, sondern ist natürlich ein bisschen größer, aber wichtig ist, dass man alles sieht. Das heißt, ich kann es so anfassen, als wäre ich hier gewesen, oder? Genau, es ist so, als wenn man hier gewesen wäre und man kann sich halt viel besser was vorstellen, als wenn man nur eine Papierwerbung sieht, wo irgendwas abgemalt ist. Man muss dazu sagen, ihr habt erst 2018 angefangen, ihr wart vorher eine reine Vermietung. Ihr habt 2018 angefangen, natürlich die Gebrauchten abzuverkaufen, das habt ihr immer gemacht. Aber dann habt ihr Neufahrzeuge mit reingenommen und ihr habt letztes Jahr, ich glaube, über 80 Fahrzeuge verkauft. Also es ist doch recht erfolgreich. Wichtig ist dir, du gibst nichts raus, du bist Elektromeister, von dem du nicht selbst überzeugt bist. Ich glaube, das ist so ein Credo, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du siehst ab und zu mal Sachen, da musst du laut schreien, wo du sagst, wer hat denn hier diesen Mist eingebaut? Genau. Und ist wichtig, dass die Sachen professionell eingebaut werden, gewartet werden. Das ist bei dir fast schon Berufsethik, oder? Ja, ich bin da, viele sagen, sehr genau und pingelig, was das angeht. Wir haben aber deswegen auch so eine geringe Rücklaufquote von Problemen mit Fahrzeugen, die wir deutschlandweit oder mittlerweile europaweit verkaufen. Die Fahrzeuge werden bei uns schon mal erstens auf Herz und Nieren geprüft und alles gescheckt, was irgendwo ist oder sein könnte, bevor die an den Endkunden rausgehen. Und dann haben wir natürlich aufgrund unserer Vermietung einen riesen Erfahrungsschatz, weil wir die Probleme kennen. Da fahren normale Leute, wie wir beide mit den Fahrzeugen. Und dann kommen die Fahrzeuge zurück und dann hören wir natürlich, dieses ist nicht gut oder jenes ist nicht gut oder das war gewesen. Und daraus wissen wir natürlich auch, was dem einzelnen Kunde, der letztendlich als Endverbraucher ein Fahrzeug kauft, was der für Probleme haben könnte. Und die versuchen wir von vornherein zu umgehen, indem wir alles das beseitigen, was da irgendwie im Wege steht oder was sein kann. Und das ist der große Erfolg und die große
die große Genauigkeit, die wir im Prinzip an den Tag legen. So, also die Garantie kann ich erweitern, wenn ich das möchte. Also die Werksgarantie läuft in Kürze ab, aber er hat noch Werksgarantie. Das Fahrzeug selber, wenn ich da irgendwas dran habe, das Chassis, das bringe ich ja zu Citroën. Da fahre ich europaweit in jede Citroën-Werkstatt und im Aufbau haben wir keine Probleme, weil die Bella Easys, mit denen haben wir angefangen, die laufen bei uns schon sehr lange und von daher kennen wir da alles und die sind problemlos. Und wenn mal wirklich irgendwas wäre, dann haben wir deutschlandweit Partnerwerkstätten, die für uns die Sachen machen. Ja, wenn Sie Lust haben, wohnmobile-saarland.de. Bei Jürgen Jung sind Sie gut aufgehoben im Bella Easy. Wie ist der Name von dem hier? P69. P69. Genau. Dankeschön. Tschüss. Tschö.